Lektion 1: Herausforderungen und Erfolge auf Reisen. Ich werde diese Tipps auf jeden Fall für meine zukünftige Reise berücksichtigen. Das freut mich zu hören. Reisen kann ein echtes Abenteuer sein. Apropos Abenteuer, gab es auf deiner letzten Reise irgendwelche Schwierigkeiten? Oh ja, viele. Einmal war mein Gepäck 2 Tage lang verschollen. Das klingt frustrierend. Wie sind Sie denn ohne es zurechtgekommen? Ich musste einige Dinge des täglichen Bedarfs kaufen, was eine unerwartete Ausgabe war. Das kann ich mir vorstellen. Hast du beim Einkaufen etwas Interessantes gefunden? Tja, ich habe eine kleine Boutique in der Nähe entdeckt, die wunderschöne handgefertigte Artikel anbietet. Zumindest hatte diese Erfahrung auch etwas Positives. Pfiff. Ich habe am Ende einzigartige Souvenirs bekommen. Welche weiteren Herausforderungen sind Ihnen begegnet? Ich habe mich auch schon mal in einer Stadt ohne Karte verirrt. Das muss ja ein richtiges Abenteuer gewesen sein. Wie habt ihr denn den Weg gefunden? Ich habe einen freundlichen Einheimischen nach dem Weg gefragt. Er war sehr hilfsbereit. Das ist eine großartige Erinnerung an die Freundlichkeit von Fremden. In der Tat, die meisten Menschen sind hilfsbereit, wenn man freundlich fragt. Ich bin einmal beim Bestellen von Essen auf ein Sprachproblem gestoßen. Oh nein, wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen? Ich habe dann einfach mit dem Finger gezeigt und meine Wünsche pantomimisch dargestellt. Das ist eine clevere Strategie. Manchmal sagen Taten mehr als Worte. Genau. Am Ende hatte ich ein köstliches Gericht, auch wenn es eine Überraschung war. Manchmal sind es gerade diese unerwarteten Mahlzeiten, die sich als die besten herausstellen. Da stimme ich vollkommen zu. Was ist deine schönste Reiseerinnerung? Ich habe den Sonnenuntergang über einem wunderschönen Strand beobachtet. Es war magisch. Das klingt bezaubernd. Das möchte ich auch einmal erleben. Das solltest du unbedingt tun. Es sind Momente wie diese, die das Reisen lohnenswert machen. Ich werde es auf meine Reiseliste setzen. Lektion 2: Etwas bewirken. Ich freue mich schon sehr darauf, nächste Woche mit meinem freiwilligen Projekt zu beginnen. Das ist wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden bei Ihren Bemühungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Vielen Dank. Ich hoffe, im Leben der Menschen wirklich etwas bewegen zu können. Das wirst du ganz bestimmt. Deine Begeisterung ist ansteckend. Ich bereite mich schon seit Wochen vor. Ich möchte bestens vorbereitet sein. Ganz nach diesem Motto. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe mich auch über die Bedürfnisse der Gemeinde informiert. Das ist sehr aufmerksam von dir. Wissen ist Macht. Ich glaube, dass mir das Verständnis ihrer Bedürfnisse helfen wird, besser mit ihnen in Kontakt zu treten. Ruf. Die Leute wissen es zu schätzen, wenn man sich wirklich kümmert. Ich möchte, dass sie sich wertgeschätzt und gehört fühlen. Das ist ein großartiges Ziel. Jeder verdient Anerkennung. Ich plane, unterhaltsame Aktivitäten zu organisieren und sie zu beschäftigen. Das klingt fantastisch. Spaßige Aktivitäten können Barrieren erbauen. Ich hoffe, Ihnen werden die Aktivitäten genauso viel Freude bereiten wie mir die Planung.
Ich bin mir sicher, dass sie das tun werden. Deine Begeisterung wird ansteckend sein. Ich möchte einfach eine einladende Atmosphäre für alle schaffen. Das ist unerlässlich. Eine herzliche Atmosphäre fördert die Teilnahme. Ich muss auch daran denken, Ihren Geschichten aktiv zuzuhören. Zu hören ist genauso wichtig wie Unterstützung zu leisten. Da stimme ich zu. Jeder hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichten können andere inspirieren, auch dich. Ich kann es kaum erwarten, aus Ihren Erfahrungen zu lernen. Sie werden wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die ihr Leben bereichern werden. Ich hoffe, dauerhafte Beziehungen zu Ihnen aufzubauen. Das ist das Schöne am Ehrenamt. Beziehungen sind wichtig. Ich freue mich darauf, meine Reise mit Ihnen zu teilen. Lektion 3: Globale Herausforderungen. In letzter Zeit habe ich über die Möglichkeit eines nuklearen Holocausts nachgedacht. Das ist ein schwieriges Thema. Was hat Sie zu diesem Gedanken veranlasst? Offenbar weigern sich unsere Feinde zu verhandeln, weil sie glauben, wir könnten Raketen in Hülle und Fülle abfeuern. Das ist eine besorgniserregende Denkweise. Sie erhöht das Risiko für alle Beteiligten. Genau, es fühlt sich an wie ein Schachspiel mit verheerenden Folgen. Schach ist ein guter Vergleich. Ein falscher Zug kann zu einer Katastrophe führen. Ich frage mich, was sie dazu bewegt, sich nicht auf einen Dialog einzulassen. Angst spielt bei diesen Entscheidungen oft eine bedeutende Rolle. Angst kann eher zu einer Eskalation als zu einer Lösung führen. Ja, und dadurch entsteht ein Kreislauf, aus dem man nur schwer wieder herauskommt. Wie können wir Ihrer Meinung nach in einem so angespannten Umfeld den Frieden fördern? Offene Kommunikation ist unerlässlich. Sie trägt zum Aufbau von Vertrauen bei. Vertrauen ist heutzutage in den internationalen Beziehungen eine Seltenheit. Das stimmt. Aber auch kleine Schritte können zu bedeutenden Veränderungen führen. Welche kleinen Schritte haben Sie im Sinn? Die Initiierung von Kulturaustauschen oder gemeinsamen humanitären Hilfsaktionen könnte helfen. Das ist eine brillante Idee. Indem man Menschen einbezieht, kann man den Feind vermenschlichen. Ja, es erinnert uns daran, dass wir alle Teil derselben globalen Gemeinschaft sind. Ich hoffe, dass die Führungskräfte diese Ansätze in Betracht ziehen. Das sollten sie. Dialog kann den Weg für Verständnis und Zusammenarbeit ebnen. Es ist frustrierend, über die Alternativen nachzudenken. Ja, aber es ist wichtig, hoffnungsvoll zu bleiben. Hoffnung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in schwierigen Zeiten. In der Tat. Und jedes Gespräch, das wir führen, trägt dazu bei, das Bewusstsein und das Verständnis zu fördern. Ich schätze diese Diskussion. Sie hat mir eine neue Perspektive eröffnet. Lektion 4: Gesunde Ernährung für den Alltag. Ja, ich habe angefangen, mehr Obst und Gemüse zu essen und den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren. Das ist fantastisch. Wie fühlen Sie sich seit diesen Veränderungen? Ich fühle mich viel energiegeladener. Es ist erstaunlich, was frisches Obst und Gemüse bewirken kann. Da stimme ich vollkommen zu. Welche Obst- und Gemüsesorten haben Sie in letzter Zeit gerne gegessen? Ich habe in letzter Zeit viele Beeren und Blattgemüse gegessen.
Beeren sind eine köstliche Wahl. Sie stecken voller Antioxidantien. Ja, ich liebe es, sie in meinen morgendlichen Smoothie zu geben. Smoothies sind eine tolle Möglichkeit, die Nährstoffzufuhr zu steigern. Ich knabbere auch gerne mal Karottensticks mit Hummus. Das klingt gesund und sättigend. Hast du schon neue Rezepte ausprobiert? Ich habe letzte Woche ein Gemüsewokgericht zubereitet. Es war farbenfroh und lecker. Pfannengerichte sind wunderbar. Sie sind so vielseitig. Genau. Man kann jedes Gemüse verwenden, das man gerade da hat. Das ist ein guter Punkt. Hast du irgendwelche Lieblingsgewürze? Ich liebe es, Knoblauch und Ingwer für zusätzlichen Geschmack hinzuzufügen. Das sind hervorragende Alternativen. Sie verbessern den Geschmack und bieten gesundheitliche Vorteile. Ich habe sogar angefangen, mit Kräutern aus meinem Garten zu experimentieren. Wie wunderbar. Frische Kräuter können jedes Gericht aufwerten. Da stimme ich zu. Ich habe Basilikum und Petersilie gepflanzt. Sie duften herrlich. Die eignen sich perfekt für italienische Gerichte. Hast du schon mal Pasta gemacht? Ja, habe ich. Ich habe frisches Basilikum zu meinen Spaghetti gegeben. Es war köstlich. Das klingt köstlich. Ich muss unbedingt mal zum Abendessen vorbeikommen. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Wir können gemeinsam neue Rezepte ausprobieren. Das fände ich toll. Gemeinsam mit Freunden zu kochen macht viel mehr Spaß. Absolut. Außerdem können wir Tipps und Ideen austauschen. Tja, es ist toll, sich auf diesem Weg zu einem gesünderen Leben gegenseitig zu inspirieren. Auf viele weitere Früchte, Gemüse und köstliche Mahlzeiten. Lektion 5: Kunst und Kontroverse. Schaut euch dieses Stück an. Es zeigt bekannte Persönlichkeiten, die sich im Rachen des Unheils befinden. In der Tat, es ist gelinde gesagt ziemlich provokativ. Ich frage mich, was der Künstler mit dieser Bildsprache ausdrücken wollte. Vielleicht ein Kommentar dazu, wie die Gesellschaft diese Figuren in Krisenzeiten konsumiert. Das wäre logisch. Das zusammengestellte Unternehmen scheint es trotz der damit verbundenen Konsequenzen unbeschwert hinzunehmen. Ja, es ist faszinierend, wie Kunst so gemischte Gefühle hervorrufen kann. Manche mögen es verstörend finden, andere sehen es als ein mutiges Statement. Ja, es fordert uns heraus, uns mit unangenehmen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Ich muss zugeben, dass der leicht unangenehme Aspekt doch noch nachklingt. Das ist ja gerade das Schöne an der Kunst. Die zwingt uns zum Nachdenken. Glauben Sie, dass der Künstler beabsichtigte, Unbehagen hervorzurufen? Durchaus möglich. Kunst zielt oft darauf ab, Gespräche und Debatten anzuregen. Mir gefällt, wie dieser Beitrag die Zuschauer dazu anregt, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Tja, es erinnert uns daran, dass Kunst nicht immer schön sein muss. Wie wird Ihrer Meinung nach die Öffentlichkeit reagieren? Ich vermute, es wird, wie bei den meisten kontroversen Werken, geteilte Meinungen geben. Manche werden es lieben, andere werden es scharf kritisieren. Ja, aber das liegt in der Natur wirkungsvoller Kunst. Sie weckt starke Emotionen.
Ich frage mich, wie der Künstler die Reaktionen empfindet. Möglicherweise genießen Sie die Diskussion, die Ihre Arbeit anregt. Es ist spannend, sich vorzustellen, welche Gespräche wir dadurch führen können. Philosoph. Kunst ist ein Tor zu tieferem Verständnis. Ich freue mich darauf, diesen Text später mit Freunden zu besprechen. Ich auch mal sehen, wohin uns Ihre Meinungen führen. Wer hätte gedacht, dass eine Melde eine so lebhafte Diskussion auslösen könnte? Lektion 6: Zeitsparende Techniken. Das ist ein guter Anfang. Haben Sie schon zeitsparende Techniken entdeckt? Tja, ich nutze seit kurzem eine Aufgabenverwaltungs-App. Das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Das klingt interessant. Wie funktioniert das? Es ermöglicht mir, meine Aufgaben nach Priorität und Fristen zu organisieren. Das könnte ich gebrauchen. Ohne ein richtiges System vergesse ich oft Aufgaben. Ohne eine ordentliche Organisation verliert man leicht den Überblick. Haben Sie weitere Tipps, wie man organisiert bleibt? Ich blockiere in meinem Kalender auch feste Zeiten für Aufgaben. Das ist clever. Planen Sie Ihre Arbeit also wie Termine? Ich glaube, es hilft mir, mich zu konzentrieren und meine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich lasse mich oft von Benachrichtigungen ablenken. Ich verstehe. Es ist hilfreich, die Benachrichtigungen während der Arbeitszeit auszuschalten. Das ist eine super Idee. Ich werde mein Handy stumm schalten, um mich besser konzentrieren zu können. Sie werden staunen, was Sie alles noch erreichen können. Gibt es noch andere Techniken, die Sie für nützlich halten? Ich praktiziere die Pomodoro-Technik. Dabei arbeite ich 25 Minuten lang und mache anschließend eine 5-minütige Pause. Das klingt machbar. 25 Minuten lang kann ich alles machen. Ja, solche kurzen Konzentrationsphasen können die Produktivität deutlich steigern. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie hältst du dich motiviert? Ich belohne mich nach Abschluss von Aufgaben. Das hält mich motiviert. Belohnungen sind ein großartiger Motivator. Womit belohnst du dich normalerweise? Manchmal ist es ein Stück Schokolade oder ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft. Simpel, aber effektiv. Diese Herangehensweise gefällt mir. Die Arbeit wirkt weniger beängstigend, wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Ich werde diese Strategien ab heute umsetzen. Ich freue mich für dich. Du wirst schon bald Verbesserungen feststellen. Vielen Dank für die Tipps. Ich weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Lektion 7: Politische Bestrebungen. Es ist interessant, wie manche Persönlichkeiten auch außerhalb von Texas bekannt werden. In der Tat. Ich frage mich, warum so viele Leute wollten, dass er im Jahr 2000 für das Präsidentenamt kandidiert. Er besaß ein gewisses Charisma, das viele ansprach. Charisma kann in der Politik ein mächtiges Instrument sein. Ja, Menschen fühlen sich oft zu starken Persönlichkeiten hingezogen. Aber Charisma allein garantiert noch keinen Erfolg, oder? Stimmt,
Strategien und Visionen sind gleichermaßen wichtig. Ich frage mich, welches politische Programm er damals vertrat. Er konzentrierte sich auf Themen wie Bildung und Steuerreform. Das sind wichtige Themen, die bei vielen Wählern Anklang finden. Ja, er besaß auch einen volkstümlichen Charme, der den Menschen das Gefühl gab, mit ihm verbunden zu sein. Das ist eine effektive Strategie, den Wählern das Gefühl zu geben, dass man sie versteht. Genau. Er gab sich als ganz normaler Mensch aus. Diese Identifikationsmöglichkeit kann Herzen und Stimmen gewinnen. Ich erinnere mich daran, dass die Leute sagten, er verkörpere den amerikanischen Traum. Das ist eine fesselnde Geschichte. Jeder lebt eine Erfolgsgeschichte. Aber spielte seine texanische Herkunft eine Rolle bei seiner Popularität? So, Texas besitzt eine einzigartige kulturelle Identität, die Aufmerksamkeit erregt. Manche würden sagen, dass der Stolz auf Texas den Kandidaten aus diesem Bundesstaat Auftrieb gibt. Das stimmt. Texaner empfinden oft eine starke Loyalität gegenüber ihren eigenen Leuten. Ich frage mich, ob seine Popularität dieselbe gewesen wäre, wenn er aus einem anderen Bundesstaat gekommen wäre. Das lässt sich schwer sagen, aber die regionale Identität beeinflusst die Wahrnehmung. Es ist faszinierend, wie die Geografie politische Karrieren beeinflussen kann. Tja, es erinnert uns daran, dass der Kontext in der Politik eine Rolle spielt. Ich schätze diese Diskussion. Sie regt zum Nachdenken an. Lektion 8: Effiziente Trainingsmethoden entdecken. Ich habe darüber nachgedacht, ein neues Trainingsprogramm auszuprobieren. Das klingt spannend. Was haben Sie denn schon in Betracht gezogen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe gehört, dass hochintensives Intervalltraining effizient ist. Das stimmt absolut. Es ermöglicht ein tolles Training in kurzer Zeit. Haben Sie irgendwelche Tipps für jemanden, der damit noch nicht vertraut ist? So, beginnen Sie mit kürzeren Intervallen und steigern Sie die Intensität allmählich. Das klingt machbar. Wie lang sollte jedes Intervall sein? In der Regel sind 20 bis 30 Sekunden intensive Aktivität, gefolgt von einer Ruhephase, wirksam. Das schaffe ich. Welche Übungen empfiehlst du für Anfänger? Burpees, Ampelmänner und Mountain Climbers sind fantastische Alternativen. Burpees klingen anstrengend. Sind sie wirklich so hart, wie sie aussehen? Sie sind anspruchsvoll, beanspruchen aber mehrere Muskelgruppen gleichzeitig. Ich nehme an, ich werde mich hinterher erfolgreich fühlen. Das wirst du ganz bestimmt. Es ist lohnend, seine Grenzen auszuloten. Wie oft pro Woche sollte ich dieses Training absolvieren? Beginnen Sie mit 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche, wobei Sie genügend Zeit zur Erholung einplanen sollten. Das klingt vernünftig. Wie sieht es mit Aufwärmübungen aus? Vor jedem intensiven Training ist ein gründliches Aufwärmen unerlässlich. Dehnen ist dabei das A und O. Ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Tipps? Achte auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Wasser ist bei hochintensiven Trainingseinheiten unerlässlich. Ich werde meine Wasserflasche griffbereit haben. Gute Idee. Das hilft, das Energieniveau aufrechtzuerhalten. Ich freue mich darauf, das auszuprobieren.
Du wirst das großartig machen. Denk daran, auf deinen Körper zu hören. Ich danke Ihnen für Ihre Ermutigung. Ich halte Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Lektion 9: Küchenutensilien. Ich liebe Silikonspattel. Sie eignen sich hervorragend zum Auskratzen von Schüsseln. Siluf. Es ist auch eines meiner liebsten Küchenutensilien. Es ist so flexibel, dass man auch den letzten Restteig problemlos herausholen kann. Tja, nie wieder werden wertvolle Zutaten verschwendet. Hinzu kommt seine Hitzebeständigkeit, was ein großer Vorteil ist. Das stimmt. Man kann es bedenkenlos zum Mischen heißer Zutaten verwenden. Haben Sie es schon einmal zum Unterheben von Zutaten verwendet? Tja, es eignet sich hervorragend zum vorsichtigen Unterheben von Schlagsahne oder Eischnee. Da stimme ich zu. Dadurch bleibt die Mischung locker und luftig. Ja, und es zerkratzt auch nicht die Schüsseln. Was halten Sie von den verschiedenen verfügbaren Farben? Ich liebe die Vielfalt. Sie können jede Küche aufhellen. Ich habe eine rote und eine blaue. Mit ihnen wird Backen gleich viel festlicher. Wie toll. In meiner Sammlung ist auch ein leuchtend grünes dabei. Das klingt ja toll. Hast du sonst noch andere Lieblingsküchenutensilien? Ich liebe auch meinen Schneebissen. Er ist perfekt und teigglatt zu rühren. Schneebesen sind unverzichtbar. Ich kann mir das Backen ohne einen gar nicht vorstellen. Mir geht es genauso. Und wie sieht es mit Messbechern aus? Oh ja, unbedingt. Genaue Messungen sind beim Backen unerlässlich. Tja, ich bevorzuge die aus durchsichtigem Glas. Sie sind gut lesbar. Die mag ich auch. Die eignen sich auch hervorragend zum Schmelzen von Butter in der Mikrowelle. Das ist eine clevere Verwendung. Wie wäre es mit Rührschüsseln? Ich bevorzuge Edelstahl. Er ist robust und leicht zu reinigen. Da stimme ich zu. Außerdem nehmen sie keine Gerüche an wie Plastik. Apropos Reinigung, haben Sie eine bevorzugte Methode, Ihre Werkzeuge zu reinigen? Ich wasche sie normalerweise von Hand, damit sie länger halten. Das ist eine gute Vorgehensweise. Ich versuche, meine Silikonspatel nicht in die Spülmaschine zu geben. Tja, bei schonender Pflege halten sie viel länger. Es klingt, als hätten wir beide unsere liebsten Küchenutensilien. Zuruf. Mit diesen Hilfsmitteln macht Backen gleich viel mehr Spaß. Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute mit Ihnen erschaffen werden. Lektion 10: Fundstücke aus dem Sekundhandladen. Schau dir diese Jacke an. Sie war im Angebot für nur $30. Das ist ein super Angebot. Es sieht so aus, als wäre es in einem ausgezeichneten Zustand. Ich kann gar nicht glauben, wie viel man in Sekundhandläden sparen kann. Zuruf. Jeder Besuch ist wie eine Schatzsuche. Ich finde hier immer etwas Interessantes. Tja, erinnerst du dich noch, als wir den alten Plattenspieler gefunden haben? Wie konnte ich das nur vergessen?
Wir hatten so viel Spaß beim Ausprobieren. Der, und die Klangqualität war für das Alter erstaunlich gut. Ich frage mich, welche anderen verborgene Schätze heute noch auf uns warten. Lasst uns auf Entdeckungstour gehen. Vielleicht wartet ja gleich um die Ecke noch ein fantastischer Fund. Was ist der beste Artikel, den Sie jemals hier gekauft haben? Ich habe einmal eine wunderschöne Keramikvase für nur $15 gefunden. Das klingt ja toll. Hast du es für Blumen verwendet? Ja, das habe ich. Es hat mein Wohnzimmer sofort aufgehellt. Ich schätze es sehr, dass Ihr Content Shopping auch die Nachhaltigkeit fördert. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, zu Risiken und Abfall zu reduzieren. Außerdem entdeckt man oft Gegenstände, zu denen eine Geschichte gehört. Ja, jedes Stück hat seine eigene Geschichte, was es zu etwas Besonderem macht. Ich liebe es, mir vorzustellen, wo ein Gegenstand vorher gewesen ist. Ja, es verleiht unseren Wohnungen eine persönliche Note. Haben Sie jemals einen Kauf bereut? Erst als ich ein Hemd gekauft hatte, das nach dem ersten Waschen eingelaufen ist. Das ist immer enttäuschend. Wenigstens hast du daraus gelernt. Ja, jetzt lese ich immer zuerst die Pflegehinweise. Gute Entscheidung. Suchen wir weiter. Wer weiß, was wir noch finden werden. Einverstanden. In jedem Gang wartet ein Abenteuer. Und wenn wir nichts finden, haben wir wenigstens Spaß beim gemeinsamen Erkunden. Lektion 11. Aktuelle Ereignisse und öffentliche Meinung. Was ist da los? Diese Nachricht scheint ziemlich bedeutsam zu sein. In der Tat. Ich bin gespannt, wie sich das auf die öffentliche Meinung und die bevorstehenden Wahlen auswirken wird. Das könnte alles verändern. Menschen lassen sich oft von Eilmeldungen beeinflussen. Das stimmt. Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung können schnell und dramatisch erfolgen. Mir ist aufgefallen, dass soziale Medien eine große Rolle bei der Meinungsbildung spielen. Ruf. Informationen verbreiten sich heutzutage so schnell. Glauben Sie, dass dieses Ereignis die Menschen zum Handeln mobilisieren wird? Das ist möglich. Ereignisse wie dieses inspirieren oft Proteste und Bewegungen. Ich hoffe, es führt zu positiven Veränderungen. Der Aktivismus kann eine starke Kraft zum Guten sein. Manchmal können Reaktionen jedoch gemischt ausfallen. Ja, nicht alle werden mit der besten Vorgehensweise einverstanden sein. Wie werden die Politiker Ihrer Meinung nach reagieren? Sie werden ihre Botschaften wahrscheinlich an die öffentliche Meinung anpassen. Das macht Sinn. Sie wollen für die Wähler relevant bleiben. Ja, und sie orientieren sich oft an öffentlichen Protesten. Ich frage mich, ob dies die Wahlbeteiligung bei der nächsten Wahl beeinflussen wird. Das könnte sein. Engagierte Bürger gehen eher wählen. Ich hoffe, dass sich jüngere Generationen dazu inspiriert fühlen, teilzunehmen. Sie haben das Potenzial, einen bedeutenden Einfluss auszuüben. Es ist ermutigend, leidenschaftliche Diskussionen über diese Themen zu sehen. In der Tat,
Gespräche wie diese können zu einem größeren Bewusstsein führen. Wir werden die weitere Entwicklung im Auge behalten. Hilf. In der heutigen Welt ist es unerlässlich, gut informiert zu sein. Ich schätze es, diese Themen mit Ihnen besprochen zu haben. Lektion 12. Erkundung von Berufen. Stellen Sie sich vor, Sie wären Fabrikarbeiter oder Fischer. Beide Berufe sind sehr unterschiedlich. In der Tat, jede dieser Gruppen birgt ihre eigenen Herausforderungen und Belohnungen. Wenn ich Fabrikarbeiter wäre, könnte ich Kleidung herstellen oder Brücken bauen. Das ist faszinierend. Es ist erstaunlich, wie viele Produkte aus Fabriken stammen. Ja, und die bei der Fertigung erforderliche Präzision ist beeindruckend. Das stimmt. Jede einzelne Rolle in einer Fabrik ist für das Endprodukt von entscheidender Bedeutung. Aber was ist mit den Fischern? Sie haben einen einzigartigen Lebensstil. Hilf. Angeln erfordert Geduld und Kenntnisse über das Meer. Ich habe ihre Widerstandsfähigkeit immer bewundert. Verf Sie sind unvorhersehbarem Wetter und langen Arbeitszeiten ausgesetzt. Können Sie sich vorstellen, ein Netz voller Fische an Land zu ziehen? Das muss ein ganz schönes Workout sein. Es erfordert Kraft und Geschicklichkeit. Ich frage mich, woher Sie wissen, wo die besten Plätze sind. Erfahrene Fischer verlassen sich oft sowohl auf ihre Intuition als auch auf Technologie. Es ist beeindruckend, wie Sie sich an die Natur anpassen. Hilf. Jeder Beruf erfordert bestimmte Fähigkeiten, die man beherrschen muss. Auch Fabrikarbeiter passen sich neuen Technologien an. Verf Die Automatisierung verändert die Arbeitsweise von Fabriken. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich Berufe im Laufe der Zeit verändern. Hilf. Neue Werkzeuge verändern die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Welchen Beruf finden Sie am faszinierendsten? Ich bin fasziniert von Architekten. Sie entwerfen Räume, die unser Leben prägen. Architekten gestalten Umgebungen, Fabrikarbeiter hingegen stellen Produkte her. Ja, jede Rolle leistet auf ihre Weise einen Beitrag zur Gesellschaft. Ich schätze die Vielfalt unserer Arbeitswelt. Ja, es erinnert uns daran, dass jeder Job wertvoll ist, egal wie unterschiedlich er auch sein mag. Ich fühle mich durch unser Gespräch inspiriert. Lektion 13. Berufswahl. Es ist interessant, über verschiedene Berufe nachzudenken, zum Beispiel Fabrikarbeiter oder Fischer. In der Tat, jede Rolle birgt ihre eigenen Herausforderungen und Belohnungen. Wenn Sie die Wahl hätten, welche würden Sie bevorzugen? Ich glaube, mir würde das Fischerdasein Spaß machen. Die Arbeit mit der Natur hat etwas Reizvolles. Das klingt wirklich erfrischend. Stell dir die frühen Morgenstunden am Wasser vor. Tja, außerdem könnte ich die Ruhe und Stille fernab vom Lärm der Stadt genießen. Wie sieht es mit den körperlichen Anforderungen aus? Angeln kann ziemlich anstrengend sein. Das stimmt, aber ich genieße körperliche Aktivität. Sie hält fit und gesund. Das ist ein guter Punkt. Und du hättest frischen Fisch zum Abendessen. Ruf, das wäre ein köstlicher Bonus zu diesem Job.
Andererseits hat die Arbeit in einer Fabrik auch ihre Vorteile. Ja, zum Beispiel die Möglichkeit auf geregelte Arbeitszeiten und ein verlässliches Gehalt. Und es gibt viele verschiedene Aufgaben, die man erledigen kann, wie zum Beispiel die Montage von Produkten. Ja, du könntest auch in der Qualitätskontrolle oder Instandhaltung arbeiten. Es ist faszinierend, wie vielfältig die Arbeit in einer Fabrik sein kann. Ja, manche Fabriken setzen mittlerweile sogar auf nachhaltige Produktionsmethoden. Das ist ein großartiger Trend. Es zeigt, dass sich Branchen weiterentwickeln. Es ist ermutigend zu sehen, wie sich Arbeitsplätze an die modernen Bedürfnisse anpassen. Apropos Arbeit. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Brücken zu bauen? Das wäre eine unglaubliche Karriere. Ingenieurwesen ist so wirkungsvoll. Brückenbau verbindet Gemeinschaften, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Tja, es erfordert Kreativität und technisches Können, die ich sehr bewundere. Ich würde sehr gerne den Bau einer Brücke von Anfang bis Ende miterleben. Das wäre faszinierend. Die dafür nötige Teamarbeit muss bemerkenswert sein. Jeder Beruf hat seine Rolle in der Gesellschaft, nicht wahr? Absolut. Jeder Job trägt auf unterschiedliche Weise zum großen Ganzen bei. Es ist wichtig, die Arbeit anderer wertzuschätzen. Tja, jede Rolle hat ihren Wert, ob in einer Fabrik, auf dem Wasser oder auf dem Bau. Da stimme ich zu. Lasst uns all die fleißigen Menschen da draußen feiern.